Heute sehen wir uns ein ziemliches Nischenmodell der Epoche 5 genauer an, nämlich die Bahnpostwagen von Rocco. Nach einem kurzen Unboxing werfen wir einen Blick auf die Details, nehmen das Gehäuse ab, um den Innenraum samt Beleuchtung zu inspizieren, unterziehen die Wagen einem Fahrtest und setzen sie in schönen Fahraufnahmen in Szene. Das Fazit rundet alles ab. Willkommen bei der MOBA-Manufaktur. Das Wagenset kommt sauber verpackt daher. Soweit ich das sehe, ist alles vollständig zugerüstet. Wir haben die digitale Ausführung mit Innenbeleuchtung und fest verbautem Decoder im sogenannten K-Design. Die Variante mit Jaffa-Lackierung kommt 2026 auf den Markt. Beim Detailblick stellen wir fest, Kupplung, Drehgestelle und Achsen sind schön freigängig. Das Gewicht ist etwas geringer als bei den Rocco Eurofima-Wagen. Die Länge im Originalmaßstab 1:87 ist so gut wie identisch. Die Wagen sind super detailliert. Alle Schwenkschiebetüren sind da. Wir haben fein ausgeführte Drehgestelle mit Magnetschienenbremsen und sehr sauberen Druck- und unterschiedlichen Betriebsnummern. Die Lackierung im K-Design des dritten Bauloses ist ein wunderbarer Farbklecks auf der Anlage. Wir entfernen nun das Gehäuse. Dies machen wir mit der bewährten Zahnstochermethode. So spreizen wir die Seitenwände zur Seite hin auf und können anschließend das Fahrgestell zur Wagenunterseite rausziehen. So bricht auch keine der 4 gezeigten Befestigungslaschen ab. Warum sind diese Wagen digital? Es liegt an der verbauten Innenbeleuchtung mit 8 LEDs. Diese kann digital per zugewiesener Adresse geschalten werden. Der Decoder ist onboard und auch ein kleiner Kondensator, also ein Powerpack, ist verbaut. Ich habe jetzt keine besonderen Einschalteffekte gefunden. Das Licht dimmt sich sanft hoch und runter. In der Z21-App gibt es leider keine Vorkonfiguration der Wagen, so wie man es zum Beispiel von digitalen Loks kennt. Das finde ich schon etwas schade.
Das Powerpack testen wir kurz mit unseren 2 bewährten Methoden. Für meinen Geschmack ist es etwas gering ausgefallen, das Licht geht je nach Geschwindigkeit dann doch recht schnell aus. Der Innenraum ist ebenfalls hoch detailliert und sogar mehrfarbig umgesetzt. Unterteilt in Packraum, Dienstabteil, Briefraum zur Sortierung der Post während der Fahrt und einem WC. Leider sind die Fenster an den Wagen sehr klein, somit sieht man von außen nicht so viel davon. Das ist aber natürlich dem Vorbild geschuldet. Auch testen wir heute die Fahreigenschaften. Es gibt keine Probleme oder Schwankungen beim Licht, wenn man große Bogenweichen überfährt. Auch sonst haben die Wagen hervorragende Laufeigenschaften und überqueren jedes Weichenfeld unproblematisch. Nur bei der zügigen Rückwärtsfahrt, also im Schiebebetrieb durch den Wendel, ist ein Drehgestell entgleist. Aber diese Wagen werden nur selten geschoben, somit ist das wohl zu vernachlässigen. Die ÖBB-Bahnpostwagen der Gattung Post-M waren moderne vierachsige fahrende Postämter für 160 km/h, die auf Eurofima-Wagen basierten. Sie wurden von Simmering Graz Pauker gefertigt, typisch war die gelbe Postlackierung. Einsatzzeit
ab 1987 in Betrieb genommen und bis zur Einstellung der klassischen Bahnpost in den frühen 2000er Jahren aktiv. Einsatzgebiet in Schnellzügen, Eilzügen und Postzügen innerhalb Österreichs und teilweise sogar im grenzüberschreitenden Verkehr. Bei den Fahrszenen sehen wir den EC 60 Maria Theresia, gezogen von der Reihe 1043 und am Zugende die zwei Bahnpostwagen. Und eine Reihe 2045 mit einem eher kurzen Postzug. Der Unterschied zur normalen Paketwagen, dort wurde nur transportiert. In den Bahnpostwagen wurde auch während der Fahrt aktiv sortiert. Das Fazit. Uns gefallen die Bahnpostwagen sehr gut. Die technische Umsetzung ist sehr gelungen. Die nicht so guten Punkte sind Jammern auf hohem Niveau und über den Preis kann man sowieso immer streiten. So ein Nischenmodell hat immer auch etwas Seltenes und Besonderes. Alle Achtung, dass Rocco diese auf den Markt gebracht hat und sogar als Highlight vermarktet. Bitte schreibt uns einen Kommentar. Sind die Wagen für euch interessant oder habt ihr keine Verwendung dafür? Unbedingt liken, hypen und teilen. Auch abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr keine spannenden Modellbahninhalte mehr von uns. Danke und bis zum nächsten Mal, Hans von der MOBA Manufaktur.